Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, wir sind wieder in unserem Lieblingsland. Wir sind in Dänemark. Und zwar, so würden die Dänen sagen, wir sind auf der Insel Kenes. Oder wir sagen immer Keines. Kenes, das ist falsch, Kenes. ne? Ich glaube, es heißt Keines. Und wo sind wir hier genau? Wir sind auf einem wundervollen damaligen Campingplatz. Und zwar bei Tiny Seaside. Und wir gucken uns wieder ein kleines Tiny House an. Und Leute, auf dieses Tiny House habe ich mich schon so lange gefreut. Ja, nicht nur, weil es in meinem Lieblingsland Dänemark ist, sondern auch noch in einer meiner Lieblingsecken von Dänemark. Absolut. Davon zeigen wir euch nachher noch mehr, aber jetzt müssen wir uns unbedingt dieses Tiny House erstmal anschauen. Los geht's! Jo, guck mal, da vorne ist der Parkplatz, da können wir wahrscheinlich gleich parken. Ja. Und da ist die Information, da kriegen wir wahrscheinlich unseren Schlüssel. Lass uns mal hinlaufen. Und Eis. Und Eis, yeah. Hello. Hello, hi, welcome to Tiny Seaside. Hi. I'm Julia. It's very nice to meet you. Hello, Marco. Hi. Hello, Marco. Hello. Hi, I'm Julia. Very nice to meet you. How are you doing today? Oh, she doesn't speak English, Oh, yeah. but I think she understood. Yeah. Yeah. Okay. That's fine. Do you have a reservation? Yes. Yes. All right. May I have your name, please? Riemann. Marco Riemann. Yes, All right. Yeah, I have it here. All right. Good. I can go with you and I can show you your tiny house and I can show you a little bit around. So, ich parke einmal den Wagen hier vorne auf dem Parkplatz. Hier ist ein großer Parkplatz für alle, die ihr Auto dabei haben. Man kann auch zum Entladen vors Tiny House fahren, aber wir wollen ja uns erstmal das Tiny House angucken und deswegen parke ich das Auto erstmal auf dem großen Parkplatz. Okay. Guck mal, das sieht ganz anders aus. Hier Ja. haben sie die so zack, 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 zack nebeneinander gestellt. Wir haben die Nummer 3 und ich glaube, wir sind auch direkt am Wasser. Ja, Ja, doch, das da ist sieht man das so ein dahinter. bisschen. Ja, stimmt. Aber also da vorne der Bereich, den ihr schon mal gesehen habt, das ist doch ein bisschen mehr auseinander gewesen. Ja, sieht ein bisschen ne? freier aus. Ne? Hier ist es echt ganz schön eng ran. So. Und vor allen Dingen, weißt du, was ich auch nicht verstehe? Ja? Das ist ja so ein Thema. Also guck mal, die sind schon wieder strategisch, so wie Susi sagt, ne? Alle nebeneinander So gestellt. kleine Hühnerhäuser. Wie so kleine Hühnerhäuser. Warum man die nicht zumindest ein bisschen dreht, ne? Ja. Dass die alle so schräg stehen. Ja. Dann hast du so ein bisschen die leicht gedreht und kriegst halt auch gar nicht so viel unmittelbar vom Nachbarn mit, weil du den Blickwinkel so ein bisschen mehr Richtung Hecke bzw. Richtung Meer drehen könntest, ne? Naja, auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt hier sitze, ne, die können ja halt direkt drauf gucken, so, ne? Ja, du bist schon, du guckst und also wenn du die alle so ein bisschen gedreht hättest, wäre das Ja. schon ein bisschen netter. Wobei man sieht halt auch, hier stehen auch einige relativ frei, ne? bisschen Auch das da freier. hinten in der Ecke, Ja. das erste, das steht halt sehr, sehr schön. Ja. Aber ja gut, na, wenn man nach hier guckt, dann sieht das schon wieder aus wie ein bisschen Legebatterie. Aber egal, gucken wir uns mal die Tiny Häuser an. Ich bin echt sehr gespannt, wie das Ding nun aussehen wird. Wir haben die Nummer 3. Ja. Hier. Perfekt. Sehr gut. Dann wollen wir uns das Teil doch mal angucken, oder? Mhm. Schlüsselchen habe ich hier. Ah. Okay. Guck mal, das ist ein ganz anderer Grundriss mal, ne? Oh ja, Und vor allem mit unten schlafen, das finde ich sehr cool. das wird Lotti gefallen. Die mag die Koje. Ja, aber Lotti muss leider oben schlafen. Was? Und guck mal hier, die Dänen. Ich meine, okay, es kommt ja aus Deutschland, aber es steht in Dänemark und deswegen sind hier überall schön Haken für Klamotten. Ja, Sehr oder gut. es liegt halt einfach daran, dass mal jemand mitdenkt. Zur Abwechslung. Ja, richtig gut. Hier kleine Garderobe. Perfekt. Und gucke mal, es ist ja nicht so, dass bei den Dänen, du hast auch schöne Schuhe an, ne? Ja. Aber es ist ja nicht nur, dass es bei den Dänen auch öfter mal schlechtes Wetter ist, sondern hier hat auch jemand mal mitgedacht, guck mal, wir haben Fußabtreter und so eine Matte für schmutzige Schuhe. Sehr gut. Also normalerweise haben wir hier auf der Halbinsel Kenes so viel Wind, dass das ganze Viehzeug von alleine wegfliegt. Falls es aber mal windstill ist wie heute, ja, dann kann man hier, ihr seht es, wie im Camper einfach mal das Fliegengitter zumachen und es kommt trotzdem noch schön Luft rein. Ja. Ja, und was ich auch beeindruckend finde, ne, ich meine, draußen, wir haben gerade richtig schönes Wetter. Der Komet strahlt ohne Ende. T-Shirt-Wetter.
Es ist schön warm und ich hätte jetzt gedacht, dass es eigentlich in so einem Tiny House dadurch auch sehr, sehr warm wird. Gerade hier mit den großen Fensterflächen, aber ich finde es erstaunlich kühl hier drin. Ja, also es lässt sich gut aushalten. Also falls es noch heißer wird, hier gibt es auch eine Klimaanlage. Ja. Aber jetzt, wir haben draußen so, würde ich sagen, so 20 Grad, aber die Sonne steht genau drauf und es ist überhaupt nicht zu warm. Wir haben es sogar schon Also vielleicht wärmer, oben am aber Fensterplatz müssen wir mal gucken, ob es da ein bisschen wärmer ist, aber hier ist es jetzt recht angenehm. echt ganz schön. Und das ist, glaube ich, auch der Riesenvorteil von unten schlafen. Wenn es hier doch mal wärmer wird, dann bist du froh, dass du nicht unterm Dach schläfst. Absolut, zeig mal. Das ist die erste Schlafkoje. Hier passen locker ja, eine Lotti und ein Marco rein, würde ich sagen. Haha. Ja, also 2 Leute können hier gemütlich Platz finden. Hier ist nur so ein einfaches Lattenrost drunter. Ja, die Matratze hätte auch größer sein können, Die ne? Matratze- Warum haben sie die nicht durchgezogen? Was ist denn das? 1,20 oder was? Die nächste wäre dann 1,40, ne? Ja, ich glaube, das ist eine 1,40 ist das, glaube ich schon. Das ist so der Standard. Aber ein bisschen mehr Platz wäre gewesen. Also da geht ja, hier muss ja auch keiner lang gehen oder so. Das hätte man ruhig ein bisschen größer machen können. Schön ist aber, wir haben hier 2 Fenster. Einmal so ein stylisches Bullauge und dann hier noch ein bisschen größer. Und dann hier unten Steckdose mit USB. Und hier oben, was habe ich denn hier noch? Ja, cool. Das ist, glaube ich, die Fußbodenheizung nochmal, ne? Ja. Bedienpanel für die Fußbodenheizung. Hier hast du viel Fläche, um nochmal Sachen zu verstauen. Ja. Aber was ich ein bisschen doof finde, ist jetzt in der Tat, dass die Matratze zu kurz ist. Also, Ja, das hätte man doch durchziehen können, ne? Also dann stell dir vor, morgen früh, wir alle 3 hier noch im Bett, da stellst du dein Pad hin, guckst noch irgendwie einen kleinen Film, bevor du aufstehst, Frühstücks machst. Am besten Fall Richtung Himmelblau natürlich. Und ja, dann hätten hier alle Platz, ne? Ja, so, das ein bisschen eng. wahrscheinlich gab es in dem Zeitraum gerade nicht die richtige Matratze oder die haben hier die Matratze reingelegt und gemerkt, oh verdammt, die ist 5 Ja. Zentimeter zu breit oder so. Ja. Also irgendein Fehler wird da sein, weil ich baue ja auch nicht einen Lattenrost, um dann halt zu sehen, oh, die Matratze ist zu kurz, ne? Wenn du wissen willst, ob dein Tiny House schief ist. Ja, aber lieber die Tür geht zu, als die Tür geht auf. Ich meine, das ist ja noch schlimmer, wenn du dann auf dem Lokus sitzt und dann geht da ständig die Tür auf. Also, Küche. Ich mag ja diese Ledergriffe ganz gerne. Die wollten wir auch in unserem Camper verbauen. Die habe ich auch noch zu Hause liegen. Vielleicht verbauen wir die mal irgendwann. Es ist auf jeden Fall eine große Küche mit einem großen Kühlschrank. Ja, viel Platz, leider nichts drin. Was haben wir hier unten? was? Echt? So ein riesen Eisfach? Das ist ein Oh, Tiny House? meine Güte. Was? Leute. Da Ich würde müssen wir sagen, wohl mal ein bisschen Eis ich glaube, wir einkaufen. gehen ein bisschen Eis einkaufen mit Lotti. Was haben wir hier? Okay, Mülleimer. Und, ne, das gibt so eine Sache, die mag ich an den dänischen Ferienhäusern nicht. Kennt ihr diese Mülleimer, die hier so an der Seite sind? Ja. So mit so einem Draht und so. Oh, wo man nur die Mülltüte reinspannt. Ne? Also der ist schon ein bisschen cooler. Also das Ja. sollte auch ausreichend sein. Komm, wir gucken hier mal runter. Der Siphon sieht ja lustig aus. Aber das liegt daran, dass man den hier nochmal gerade dann... Hier kriegt man den nochmal zusätzlich auf, ne? Um den, falls der Abfluss mal verstopft ist. Ja, was ist denn schon dabei? Dann nimmt man einfach Stöpsel frei. Fertig ist das, Ja. ne? Guck mal, ein Feuerlöscher ist auch mit dabei. Ja, sehr schön. Ja. Okay, Spüle ist auch ganz nett. Ich mag ja auch diese Was ist für Material? Vollkernplatten, ne? Ist das Bambus oder was soll das sein? Was? Das vom Dekor könnte es eine schlechte Eiche sein. Das sieht nicht so natürlich Nee, aus. das ist nicht natürlich, aber ich mag trotzdem diese Vollkernplatten, Okay. weil die halt sehr robust sind. Die werden unter anderem auch für Fassaden genommen. Stimmt, da erinnere Ne? ich mich. Also die sind halt extrem robust, da kannst du halt alles drauf machen, gefühlt. Also das Dekor, naja. Ich sehe Geschirrspültabs. Ihr wisst, was das heißt? Dass ich nicht abwasche. Tada! Geschirrspüler. Ja. Klein, aber fein. Und für ein paar Tage sollte das durchaus ausreichend sein. Hoffentlich haben wir genug Geschirr. Ja, das sollte reichen. Oh, guck mal. Und auch noch Schönes.
Ikea. Ja, trotzdem, aber es ist halt auch irgendwie. Aber es ist nicht, Ikea. Es ist jetzt nicht die weiße Ware. Aber es ist Ikea, ne? Ja, trotzdem, aber hübsch sieht es aus. Kann man wenigstens gut nachkaufen. Das stimmt. Guck mal hier, Kochen mit Strom, finde ich auch ganz nett. Und wie sieht das da so aus? So sieht es hier aus. Oh, Pizzaschneider. Ja. Vielleicht machen wir eine Pizza. Und weißt du was? Wir könnten sogar, weil es gibt hier einen Ofen, Ja, Leute. geil. Also Das ist von der aber- Ausstattung ist es ja wohl... Super gut. Guck mal, hier hast du noch so einen kleinen Mixer. Also man könnte sich hier auch länger aufhalten. Was ist da? Ganz unten. Ja. Ah, Geschirr, Kochtöpfe ne? und so, ja, sehr Vor gut. allen Dingen die Größe. Erinnerst du dich noch an diese sehr, sehr, sehr kleinen Töpfe in dem einen Tiny House? Das stimmt. In Green Tiny. Und vor allen Dingen auch die Anzahl, ne? Jetzt Ja, kannst du hier ja, ja, sogar mal genau. Nudeln mit Soße machen. Ja, und musst das nicht in einem Topf machen, ja, ne? absolut. Absolut. Was war hier? Du bist jetzt schnell. Achso, da waren wir Da schon. waren wir schon. Ah, hier ist Besteck, okay, Ja. ausreichend. Dann haben wir hier sogar ein Brotmesser. Alles Achtet klar. hier auf die Abstände. Ja, das ist sehr Ja, schön hingelegt. da hat auf sich jeden jemand Fall. ein bisschen Mühe gemacht. Definitiv. Den Style kenne ich aber auch noch nicht. So ein Nee. bisschen Holzoptik. Ja, habe Gefällt ich auch mir noch ganz nicht gut. gesehen. Und vor allen Dingen verrückt, ne? Ich meine, für Leute, Ja. die mit ihrem Fertigessen irgendwie sonst nicht klarkommen oder beziehungsweise es unbedingt brauchen, es gibt hier eine Mikrowelle. Und was versteckt sich hier noch? Alter. Ja. Oh, ich mag Der das Design, Toaster. aber das ist wie so ein bisschen Sandoptik, ne? So vom Strand. Das ist ganz hübsch, ja. Passt irgendwie ganz Ich gut hier kenne ich rein. auch noch nicht, habe ich auch noch nie gesehen. Und ist dieses Fach extra für den Toaster gebaut worden? Sehr witzig irgendwie. Sollten wir mal rausfinden. Ja. Ja, cool. Sehr schön. Tja, und hier auf der anderen Seite geht es auch noch weiter mit Fächern. Hier hätten wir sehr viel Platz. Das ist der Kleiderschrank. Also hier ist nur Handfeger und Schaufel drin Okay. und der Stromkasten. Ja, aber man braucht ja theoretisch auch ein bisschen Platz, um seine Klamotten hinzupacken. Ne? Oh, Was sind zu wenig Handtücher? nee, eben nicht. Ich habe die rausgeholt. Ich wollte gerade sagen, ach Mensch, ne, immer das Gleiche mit 3 Leuten und dann sind dann 2 Sets Handtücher. Aber guck mal da rein. Ja, okay. Sehr gut. Perfekt. Glück gehabt. Ja, Sehr schön. sehr schön. Und Okay. was sind das hier alles für Fächer? Was ist denn hier alles noch so drin? Hier kannst du Okay, hier haben sie halt einfach mal Einfach- geguckt, was ich... krass hier ist. Oh ja, hier kannst du einen Koffer oder sowas reinmachen. Das Sehr ist doch gut, cool. sehr gut. Ja, sehr schön. Okay. Hier haben wir noch ein kleines Fach. Spielzeugkisten. Spielzeugkisten haben wir ja nicht, zum Glück, oder? Hat hier irgendjemand Spielzeug, was er hier unterbringen muss? Du vielleicht? Wo ist Ja. eine Spielzeugkiste? Also ich würde Noch sagen, nicht. hier oder Aber kommt hier könntest du nachher alles vollräumen. So, und jetzt gehe ich einmal mal hoch und guck mir das Bett an. Lotti, willst du mitkommen? Da willst du schlafen? Junge, Junge, Junge. Aber man merkt schon den Unterschied. Es ist gleich 3 Grad wärmer hier oben. Oh, wow. Marco, das ist wirklich mit Abstand der schönste Ausblick, den wir bisher in einem Tiny House hatten. Ja, also der Ausblick ist auf jeden Fall ein Träumchen. Ist, glaube ich, von der Lage das geilste Tiny House, was wir bisher hatten. Kommt hier bloß nicht rein. Was heißt denn, hier kommt ihr bloß nicht rein? Das wollen wir doch auch sehen. Nein, das ist alles meins. Zeig mal, wie Geh sieht weg. das hier nein, aus? Nein, 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 nein. Hier soll es doch was ganz Spezielles geben. Und zwar soll es hier eine Nein. Verbrennertoilette Nein. geben. Und die wollen wir doch mal sehen. Du kommst Zeig hier doch nie mal. wieder vom Klo, ich Zeig weiß mal, es. ich will das sehen. Zeig mal. Hä? Für mich sieht's normal aus. Das ist ja normal. Ist das nicht normal? Das sieht doch, oder? Also, So sieht das doch immer aus, oder nicht? ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein... Da wurde mir was anderes versprochen. Ja, das ist ein Klo, ein Wasserspülklo. Ja, aber hast du nicht gesagt, wir haben da so eine super Verbrennungstoilette? Ja, ich dachte, Und wenn wir man da haben- reinmacht, dann mit 1000 Grad wird es... Ja, dann kommt Feenstaub und so. Also wie Ja, immer. Feenstaub aus Pipi. Nee, aber es ist ja ein normales Wasserklosett Das ist ein hier. normales Wasserklosett. Ja, ich bin auch verwundert. Also, weil ursprünglich hatte ich gelesen, dass hier Verbrennertoilette sein soll. Ja, ist nicht. Nee, ist nicht. Nee. Ist halt, dann sind Oder die ja die hier... verbrennen mit Wasser und wir verstehen es nicht. Nee, dann sind die hier... Genau. 1000 Grad heißes Wasser. Fließt euer Klo herunter. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also normale Wasserspülung hier. Okay.
Okay. Aber ich meine, die Wir haben Leute, Klo. die sich mit dem anderen nicht auskennen, da ist auch alles sicher, ne? Nachher verbrennt man sich sonst sein Pipi noch. Ja. Sein Pullermann. Was gibt's denn hier sonst noch? Zeig mal. Aha. Ja. Ja. Ich würde sagen, Schatz, hier passen wir doch beide rein. Was? Nee, auf keinen Fall. Wieso? Da passt nur einer rein. Ach, groß genug ist Sehe es ich aber. eindeutig, passt nur einer rein. Nee. Doch, doch. Psst. Ich spiele mit Marco so ein Spiel, das heißt, ich verstecke deine Süßigkeiten und sag dir nicht, wo sie sind. Und hier habe ich schon den richtigen Platz dafür gefunden. Und ich spiele mit Susi auch das Spiel, dass ich hier die Süßigkeiten verstecke und ich weiß genau wo. Nämlich in der Schublade da drunter. So, da packe ich die dann hin. Nein. Doch. Ja, und jetzt gucken wir uns das Highlight an. Das Wohnzimmer dieses kleinen Tiny Houses. Und das ist ja wirklich ein absoluter Traum, ne? Guckt euch das mal an. Ich habe vorher schon die ganze Zeit gedacht, eigentlich schade, dass hier das alles so zugewachsen ist und man diesen Deich hat. Aber man kann hier natürlich super aus dem Fenster gucken und hat einen unfassbar tollen Blick nach Deutschland. Genau, einmal über die Förde rüber. Ja. Aber das ist auch wirklich clever, weil tatsächlich, wenn du hier ein normales Haus oder einen Camper hinstellen würdest, Ja. dann würdest du nicht drüber gucken können. Dadurch, dass wir aber diese Sitzebene hier in dieser Mittelebene haben, kannst du genau drüber gucken und schaust auf die Ostsee. Also Das stimmt, das stimmt. Es ist ja die Frage, ob die diese Tiny Häuser extra dafür gebaut haben oder ob der Grundgedanke eigentlich war, wir wollen auch einen Schlafbereich haben, der nicht so warm wird wie der oben und damit du halt auch 2 Schlafmöglichkeiten hast. Aber dieses Tiny House passt natürlich optimal und perfekt überall hin, wo man Irgendwo auch ein drüber bisschen... gucken, ja, ne? So es eine ist ja der kleine- Hammer jetzt, wo du es sagst, stimmt. Weil dadurch, und ich drehe euch nochmal, ist ja ein absoluter Traum hier, ne? Guckt euch das mal an. Richtig geil. Also, das Grundstück hier ist wirklich unfassbar schön. Ja. Die Lage ist unfassbar schön. Und ich muss auch sagen, zumindest auf den ersten Eindruck, gefällt mir der Grundriss dieses Tiny Houses auch sehr gut. Ja. Schlussendlich, ich glaube, so dieser Grundgedanke, irgendwie für immer in einem Tiny House mit 3 Personen oder als kleine Familie zu wohnen, da sind wir schon ein bisschen von ab, oder? Ja, schon. Also, Das ist uns zu klein. das ist uns doch zu klein. Vielleicht 2, dass man 2 zusammenbaut und das irgendwie anders löst. Oder du das- eins und Lotti und ich das andere. Genau, oder 3 wäre noch besser, genau. Dass jeder eins hat, das Ja. wäre wahrscheinlich optimal. Aber um Urlaub zu machen hier ist es ja also wundervoll, muss ich einfach sagen. Ne? Also dieses Grundstück, was das zu bieten hat, ist einfach geil. Das Haus ist bisher, muss ich sagen, wirklich mit eines der schönsten so gefühlt. Also Ja. finde ich so auf jeden Fall sehr gelungen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen abgelenkt von dem Szenario draußen. Definitiv. Aber wir gucken uns das einfach mal genauer an. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und guckt mal mit. Ich bleib jetzt hier sitzen. Nein, wir gucken jetzt mal. Nee, ich Los find, geht Es das. ist einfach so schön, hier rauszugucken.
Ja, ich muss mich mal an die Gegebenheiten hier anpassen. Übrigens möchte ich kurz noch mal was lobend erwähnen. Und zwar gibt es hier bei jedem Tiny House so einen kleinen Elektrogrill hier. Den kann man hier vorne anschließen. Hier ist so eine Stromsteckdose. Das Ding steht hier. Und ich wusste das gar nicht, dass hier so ein Teil steht. Und das ist natürlich richtig geil. Jetzt mussten wir eben gerade noch mal kurz zum Supermarkt fahren, weil das Wetter ist so schön und das bietet sich einfach an, jetzt mal ein bisschen draußen zu grillen. Deswegen haben wir uns eine kleine Zucchini geholt und eine kleine Aubergine und ein bisschen anderes Mischgemüse, was wir jetzt hier einfach mal ein bisschen auf den Grill raufhauen. Und da muss ich mal sagen, geht es geiler. Also hier vorne sitzen, fast nahezu am Strand, mit Blick aufs Meer und noch einem kleinen Grill. Richtig geil. Also da muss ich mal sagen, großes Lob an die Leute, die hier diese Tiny Häuser geplant haben. Hier so einen Grill hinzupacken, richtig cool. Ohne den Tisch umzukriegen. Guten Abend, gute Nacht, mit Freude bedacht. Wenn der AU durchkommt und singt la 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 la. Jetzt ist aber Schlafenszeit, AU. Du musst jetzt aber ins Bettchen. Und die So geht das. Fiona, du musst auch ins Bettchen. Jetzt ist aber Schluss hier. Ihr beiden müsst jetzt mal euch hinlegen. Schluss jetzt. Aus hier. So. Lotti, du musst aufpassen, Aber damit nein, die aber beiden. nein. Lotti, du musst aufpassen, dass die beiden auch möglichst jetzt schön schlafen, okay? Ey! Ab ins Bett mit euch! Hier gibt's keine Party mehr. Schlafenszeit jetzt. Los jetzt. Oh, guten Morgen. Von der Sonne wach geküsst. Und ich bin erstaunt, wie gut man hier schlafen kann. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich die letzten Nächte nicht so gut geschlafen habe. Aber ich habe hier hervorragend geschlafen. Es ist sehr, sehr, sehr kuschelig. Ihr seht es, glaube ich. Und dann ist heute Morgen die Sonne aufgegangen und hat hier schön reingeleuchtet. Es war sehr, sehr gemütlich. Und es ist auch noch nicht so warm hier oben. Und da hinten ist das Fenster auf, also sehr, sehr nett. Und vor allen Dingen, wenn ich hier so ein bisschen hochlusche, kann ich bis zum Meer gucken, ne? Die Damen haben unten geschlafen, ich habe hier oben geschlafen. Und ich bin erstaunt, wie gut man hier schläft. Es ist sehr, sehr kuschelig, aber ja, ich habe hier auch extrem viele Decken und Kissen und so. Naja, egal, jetzt muss ich aufstehen, denn jetzt geht's zum Schwimmen. Gott, ist das eine Ruhe hier. Ist ja verrückt. Man hört nur ein kleines Quietschen von Lotti, weil die sich nicht ins Wasser traut. Aber ansonsten ist es hier sehr schön ruhig. Es ist jetzt 8 Uhr morgens. Die perfekte Zeit, im Meer baden zu gehen. Die perfekte Zeit, um ins Meer zu gehen. Also, wenn denen die Treppe gleich mal frei wird. Los, komm jetzt runter.
Oh, ja, es ist schön kalt. Alter Schwede. Oh, da ist ein Riesenkrebs hier. Leute, ihr habt einen Riesenkrebs. Guckt euch das an. Der ist aber riesig. Der hat ja schon so Scheren, dass er... Brauchst du dir hier runter? Guck mal, wollt ihr mal den Krebs holen? Krebs an. Oh. Der ist echt groß. Ich will den mir nicht holen. Ah, ich auch nicht. Ah, und ich will auch eigentlich gar nicht rein, weil es ist echt kalt. Good morning. Oh, good morning. Here's your breakfast. Oh, perfectly. Some coffee with some oat milk, and then some very, very, very good Danish bread. Unbelievable. Thank you very, very Enjoy. much. Yeah, of course. Have a nice day. You too. Bye bye. Brötchen-Lieferservice. Ist ja unfassbar. Ja, gestern Abend hat uns die Dame vom Empfang gefragt, ob wir am nächsten Morgen Brötchen haben möchten. Man kann dann abends zuvor Brötchen bestellen. Das kostet auch ungefähr das gleiche wie im Supermarkt. Deswegen haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall wollen wir morgens Brötchen haben. Und ich wusste aber nicht, dass wir hier noch einen Lieferservice haben. Und Susi hatte die Befürchtung, dass sie keinen Kaffee kriegt, weil ich, Dösbaddel, hatte unsere French Press auch zu Hause vergessen. Normalerweise nehmen wir die immer mit. Ist hier aber überhaupt gar kein Problem. Erstens haben wir jetzt gleichzeitig auch noch einen Kaffee geliefert bekommen. Unfassbar. Mit den Brötchen zusammen. Und es gibt hier auch eine Senseo-Maschine im Tiny House drin mit Kapseln. Auch die Kapseln sind hier. Man ist hier komplett versorgt. Ja, normalerweise bin ich ja jemand, der auch gerne Dinge findet zum Meckern und halt auch gerne meckert. Ich muss sagen, also hier, ich habe hier hervorragend geschlafen. Wir waren hier eben gerade im Meer schwimmen. Die Lage ist hier natürlich unfassbar großartig. Die Tiny Häuser finde ich richtig gut. Ich habe hier bisher echt wenig zu meckern gefunden. Also eigentlich bisher noch gar nichts. Einziger Punkt wäre vielleicht die Positionierung dieser Tiny Häuser, dass ich es schöner gefunden hätte, wenn man die so ein bisschen schräg gestellt hätte, damit man, ja, ich kann den Grundgedanken verstehen, dass sie gesagt haben, wir packen das mal gerade hin, dann kann man aus diesem großen Wohnzimmerfenster halt direkt aufs Meer gucken. Ich glaube, ich hätte es aber nicht schlimm gefunden, wenn man halt auch schräg einfach aufs Meer guckt und man dadurch so ein bisschen mehr Privatsphäre hier bekommen hätte. Aber Leute, Brötchen-Lieferservice, ist ja wohl der Oberhammer. Wir frühstücken erstmal. Also einen Marshmallow. Entschuldigung, nochmal. Nee, mach nochmal. Zwei oder ein? Nochmal bitte. Gut. Kurze klingen am längsten. Ja, Mach nochmal. Furzen zum Glückwunsch. Oh Gott, ist Also noch... hinten ist auf jeden Fall was mit Glückwunsch. Oh Gott, jetzt musste sie essen.
Das verstehst du doch jetzt. Fürzlich. Das Meer ist mit Meerjungfrauen gefüllt. Das Meer ist mit Meerjungfrauen gefüllt. Noch ein. Wir sprechen noch zu deutlich. Marco hat einfach so eine große Klappe. Oh mein Gott. Denk dir noch ein Neues So. aus. So. Weiter geht's. Hey, ich höre das. Ich höre das. Du musst richtig leise flüstern. Ja, das weiß ich nicht. Du sag normal. Erstes Wort? Okay, an. Ist zu schwierig. Katzenschmaus. Katzenschmaus. Katzenschmaus? Ja, Sehr gut. sehr gut. Lass dir schmecken, Schatz. Stopp. Ja, also man kriegt es schon hin, auch das Licht zu dimmen. Das ist cool. Aber der Schalter ist nicht ganz so geil. Kann man auch hier das Licht? Und indirektes Licht wäre echt schön. So eine Wutenbeleuchtung oder irgend sowas, ne? Auch. Ja, aber ein Leselicht fände ich ja auch gut. Ja. Also gerade, wie du schon sagst, ne, wenn einer irgendwie schon früher schlafen geht, der andere will vielleicht noch lesen. Ja, aber ich meine, bei dem Licht jetzt würdest du auch nicht unbedingt Fernsehen gucken wollen, oder? Nee, das ist mir viel zu hell. Ja. Da würde ich wahrscheinlich in der Küche die Deckenlampe, diese Hängelampe anlassen. Das können wir mal gucken, wie es wäre, wenn wir jetzt hier, ich meine, genug Lichtschalter gibt es hier. Genau. So. Und dann hätten wir diese Lampe noch an. Ja. Und dann hätte man da, Aber eine Leselampe, ja, wenn ich nur lesen will. das stimmt, eine Leselampe fehlt. Ja. Das Es gibt ja noch stimmt. Leute, die Bücher lesen, oder? Ja, crazy, das stimmt. Aber wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Die haben dann halt einfach ihr Pad mit dabei oder so. Also hier will ich mal gucken. Hier fehlt natürlich auch irgendwie ein kleines Leselicht oder so. Und hier sind jetzt die Schalter. Ich überlege mal ganz kurz, wie es sich anfühlen würde. Ich liege hier nachts, es ist dunkel. Und jetzt muss ich mal kurz pipi. Und ich mach das Licht mal an. Okay, das will man nicht. Oder? Das ist fies. Ist das zu dimm? Nee, das kannst du auch nicht dimmen. Oh. Fies, oder? Okay, dann musst du den mittleren Taster muss man erwischen, weil das ist ja wohl brutal, oder? Guck mal, wie hell die Dinger sind. Und da drüben ist noch eins. Ja. Mach nochmal die Mitte. Die Mitte ist da vorne. Und jetzt sind das alle aus. Okay, jetzt sind alle aus. Man sieht aber bei alle auch nichts. Siehst du Außer aber vielleicht ein mich? bisschen- Nee. Man kann nichts sehen. Aber ich kann nochmal hier Stadionbeleuchtung anmachen. Findest du das hell, Lotti? Das Fiese ist, lass mal bitte, das Fiese ist, dass das auch genau über dem Kopf ist. Also genau, wo du denkst, boah, das leuchtet Man mir. hätte es wenigstens hier machen. Ja, ich verstehe, was soll denn das Licht? Soll das Leselicht sein? Das will ich aber dimmen dann. Man könnte ein Tuch drüber Also das machen. kannst du ja nicht zum Leselicht nehmen, das ist ja total am Blenden. Also wenn ich will Also mir... das ist, würde ich sagen, da Papa? habe ich doch was zu meckern. Papa, mach nochmal das Licht an. Wenn ich was machen würde, wenn ich dieses hier ein bisschen dunkel lasse
und das mir gehören wird, würde ich hier so ein Tuch drüber machen und das festschrauben mit Schrauben. Ja, vor allen Dingen soll ich dir mal was nochmal sagen. Ja. Die waren ja jetzt auch, was soll ich sagen, sehr fürsorglich bezüglich des Schlafpartners. Ich habe hier 2 Lampen. Jeder hat eine Leselampe und das soll hier wohl allem Anschein nach meine Leselampe sein. Ja, und die gehen jetzt davon aus, dass wenn ich hier liegen würde als Partner, ich zeige das ganz kurz, dass ich dann natürlich auch überhaupt gar nichts von diesem Licht abbekomme. Weil dafür habe ich ja nochmal mein eigenes Leselicht hier. Das bisschen dick. Oh Gott, ey. Leute, ich muss euch das nochmal zeigen. Okay, also das ist wirklich... Das ist eine Fehlplanung. Oh, es ist hell. Und das ist auch echt hell. Ich meine, jetzt überleg mal, da hinten schlafen auch welche. Und ich muss nur kurz Licht anmachen zum Pipi machen, ne? Das geht nicht. Also, hier fehlt ein Pipi-Licht. Und zwar hätte ich jetzt einfach dann hier eine indirekte Beleuchtung in Form einer kleinen Lichtleiste hier einfach an den Handlauf gemacht oder die Treppenstufen einzeln beleuchtet, ne? Als indirektes Licht, so dass ich dann halt, dass es auch erstens nicht nur schön aussieht, sondern dass es mehr oder minder halt mein Funktionslicht ist und jetzt nicht so, ich meine, guckt euch das mal an, das kannst du ja nicht als Leselicht benutzen, das ist ja hier also wirklich viel zu hell und auch nicht dimmbar, ne? Genau die Dinger sind nicht dimmbar. Die Lampe, die da hängt, ist halt dimmbar. Ja. Es ist, ich weiß, meckern auf hohem Niveau. Allerdings zahlt man ja hier auch nicht wenig für. Deswegen ist das Niveau, was man erwarten sollte und könnte, natürlich auch entsprechend. Oder? Was machst du hier oben eigentlich? Schläfst du heute hier oben? Ja. Aber Mama wollte hier oben schlafen. Nein, du schläfst hier oben. Dann müsst ihr beide wohl hier heute oben schlafen, oder? Nein, wir haben da unten beide zusammen. Jetzt bleiben wir beide hier oben. Wirklich? Ja. Das klären wir noch mit Mama. Erstmal gute Nacht. Wir versuchen das Licht auszukriegen und hoffen, dass wir in der Nacht nicht pinkeln müssen. Wir haben übrigens 2 neue Probleme hier in diesem Haus bekommen. Zum einen haben wir leider Nachbarn, die aufgrund natürlich der Nähe der Tiny Häuser auch sehr gut hörbar sind. Leider haben die sich jetzt um 11 Uhr dazu entschlossen, noch draußen zu grillen. Und in der Regel gehen wir ja um 10 ins Bett und schlafen. So, das können wir jetzt aus 2 Gründen nicht wirklich. Zum einen, weil unsere Nachbarn da draußen halt eine Grillparty machen. Und zum zweiten haben wir hier die Notbelüftung in diesem Tiny House. Und wenn ich gleich mal ruhig bin, dann hört ihr sie. Und gleich mit die Susis Notbelüftung. Was? Susis Notbelüftung hört man auch? Oh Gott. Belüftung auch. Das ist ja wohl eine Frechheit. Und es sind alle, jetzt aus 3 Gründen kann ich nicht pennen. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Ich hab diese Knoblauchcreme nicht mehr dran. Okay, aber das geht gar nicht, Leute. Also in meinen Augen geht das gar nicht. Aber was hat es? Also, haben wir es nicht gehört oder ist es jetzt erst? Keine Ahnung.
Oh Gott, es ist alles ganz schön laut jetzt hier. Noch ein kleiner Hinweis, der mich hier nervt. Man merkt dann ja wahrscheinlich auch immer so ein bisschen die qualitativen Unterschiede. Aber der Badlüfter, der läuft sehr, sehr lange nach. Wenn man das Licht anmacht, geht der Badlüfter an und er ist auch sehr laut. Ich zeige euch das mal. So, sie macht da unten ihr Bett klar. Und dadurch, dass der natürlich auch nach hier ablüftet, hört man den ganz gut hier auch noch. So Leute, mittlerweile haben sich unsere Nachbarn auch wieder ein bisschen beruhigt. Man hört sie nicht mehr so laut. Moin! So, Susi hat einen Kaffee gekriegt und für mich startet der Morgen heute ein bisschen anders. Und vermutlich fragt ihr euch jetzt, was heißt hier anders? Seid mal gespannt drauf, denn hier gibt es eine Besonderheit. Heute beschreibt das Wetter auch ein bisschen meine Stimmung, denn unsere Zeit neigt sich hier dem Ende entgegen. Wir müssen leider wieder los. Und ich muss wirklich sagen leider, denn mir hat es hier sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein absolut tolles und schönes Tiny House. Das Konzept hat mir bisher sogar am besten gefallen. Wirklich? Ja, also unabhängig jetzt vom Tiny House Campus. Aber es ist immer was anderes, selber in so einem Tiny zu wohnen, sich einfach mit diesen ganzen Materialien, mit der ganzen Raumstruktur zu beschäftigen und sie selber zu erleben. Auch da fällt einem halt wirklich nochmal was anderes auf, was man sonst vielleicht nicht sehen könnte. Also für alle, die sich da auch sehr für Tiny Häuser interessieren, die sich vielleicht auch ein Tiny House kaufen wollen, macht man eine Probewohnung. Also das verändert alles. Ne? Man muss halt wirklich mal in so einem Ding gelegen haben. Ich habe hier unfassbar gut geschlafen, muss ich wirklich sagen. Vielleicht auch ein bisschen mit den Meeresgeräuschen draußen. Vielleicht aufgrund dieses tollen Geländes, diese tolle Lage, in der wir hier uns befinden. Absolut. Also es ist ein unfassbar schönes Grundstück. Und das macht halt auch nicht nur dieses Tiny House besonders, sondern halt natürlich auch dieses ganze Konzept von Tiny Seaside. Also die haben hier ein unfassbar tolles Grundstück gefunden mit einer unfassbar tollen und schönen Lage und dann auch noch in Dänemark. Ja. Ja. Geht kaum besser. Also das ist wirklich... Was hat dir gefallen?
Also mir jetzt aufs Tiny House bezogen hat besonders die Aufteilung hier gefallen, weil das ist perfekt für Familien. Ja, ihr habt 2 separate Schlafbereiche. Ihr könnt überlegen, ob ihr oben schlaft oder ob ihr unten schlafen wollt. Es sind jeweils 2 Schlafplätze, wo man gut hinkommt, wo man nachts auch gut rauskommt, wenn man doch mal vielleicht auf Toilette gehen muss. Und wenn man mit Familien reist, mit Kindern, die vielleicht früher schlafen gehen, habt ihr hier oben einen tollen Wohnbereich, ja. Und wenn die Kinder unten schlafen, dann stört die das nicht, wenn vielleicht noch Licht an ist oder der Fernseher hier oben läuft. Also haben wir getestet, das funktioniert richtig gut. Im Vergleich zu allen anderen Tiny Häusern, in denen wir bisher gewohnt haben, ist gerade uns das aufgefallen, dass so ein separater Wohnbereich echt schön ist. Ne? Es ist auch viel gemütlicher, weil man halt so ein bisschen am Rand und nicht so mittendrin sitzen kann. Ansonsten hat mir auch total gut die Lage hier gefallen, das Grundstück. Also ihr könnt hier sofort baden gehen, ihr könnt am Strand spazieren gehen. Ihr könnt hier schön auf der Terrasse sitzen, die Liegen da benutzen, die noch vors Haus gestellt sind. Ihr könnt hier grillen, ihr könnt ein Lagerfeuer machen. Ja, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen schon hier direkt ums Haus. Man muss sich nicht weit weg bewegen, man kann den ganzen Tag, so wie wir gestern, hier vor Ort chillen und einfach Dänemark genießen. Man kommt extrem runter. Ja, also man merkt halt richtig, dass man runterkommt. Und da ist dieses Gelände hier einfach wirklich unfassbar schön. Ja. Und das ist mir persönlich auch immer total wichtig. Es gibt hier Leute vor Ort. Der Service war wirklich ausgezeichnet. Wir haben Brötchen geliefert bekommen. Und Kaffee sogar dazu. Wow. Also bitte. Und die sind vor Ort. Das heißt, wenn irgendwas ist, man kann faktisch zu jeder Tageszeit einmal nach vorne laufen. Und sich ein Eis kaufen. Haben wir gemacht. Kann man, genau. Siehst du, ihr müsst wirklich nicht weg hier. Ne? Also ihr habt hier alles vor Ort. Ja. Ihr könnt auch da noch eine Flasche Wein kaufen, wenn ihr euren schon ausgesoffen habt. Aber die sind sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit und man fühlt sich hier einfach gut aufgehoben. Das finde ich richtig gut. Absolut, definitiv. Aber man muss die ganze Geschichte ja leider auch immer von 2 Seiten betrachten. Ne? Ich weiß, was kommt. Ja, wir lieben Kenis. Wir sind hier sehr, sehr häufig hergefahren, weil es natürlich ideale Bedingungen für Wassersportler bietet. Ja. Hier kann man richtig gut Kitesurfen. Nur 2 Stunden von Hamburg entfernt. Genau, ne? Wir haben das auch relativ häufig gemacht. Ja. Es gibt hier einen sehr, sehr großen Campingplatz direkt vor der kleinen Halbinsel. Trevi Camping, aber Leute, der ist teuer. Der war auch schon immer teuer. Also aber nicht so teuer. Jetzt, also die letzten 3 Jahre während Corona haben die nochmal richtig nachgelegt. Ja. Also es geht gar nicht. Mittlerweile zahlt man knapp über 60 € für einen Stellplatz, um auf dem Rasen zu stehen. Leute, um mit eurem Auto auf einer Wiese zu stehen. Ja, das ist schon heftig. Und eine Hütte ohne eigenes Bad kostet die Nacht auch über 100 €. Also das ist schon ordentlich. Absolut. Gepfeffert. Und dieses Grundstück hier war früher auch ein Campingplatz. Und ein weitaus günstigerer Campingplatz und immer eine super Alternative. Und deswegen schaue ich da auch so ein bisschen mit einem weinenden Auge drauf, denn ich kenne diesen Campingplatz. Wir haben hier früher auch günstiger gestanden. Und dadurch, dass jetzt hier so ein Konzept etabliert worden ist, vertreibt man natürlich auch so ein bisschen weniger von den günstigen hier. Also in der Gegend, ne? Mittlerweile wird es halt alles dadurch sehr, sehr teuer und man sich muss überlegt, es sich leisten Camping können. ist früher immer die günstige Alternative zum Reisen gewesen. Das ist, glaube ich, mittlerweile echt nicht mehr so. Da muss man schon suchen, bis man was Bezahlbares findet. Ne? Ja. Also unter dem Aspekt übrigens, ihr könnt auch, wenn ihr noch einen Camper habt oder zelten wollt, hier auf diesem Gelände campen oder zelten. Auch das ist möglich. Wie teuer? Haben sie uns erzählt. Allerdings kostet auch 50 €. Ja. Also gut, ihr spart dann gegenüber zu dem Campingplatz vorne ein bisschen, aber Und ärgert euch dann, wenn ihr neben dem schönen Tiny House steht und nicht. Genau. Nee, das will man nicht. Das muss man nicht. Aber man muss es auf jeden Fall so betrachten. Es wird halt alles teurer. Es war hier auch ein teurer Aufenthalt. Auch das darf man nicht vernachlässigen. Es ist, glaube ich, unser teuerster Tiny House Aufenthalt. Was kostet jetzt 389 € hier all in. Für 2 Nächte. Ja, das ist ein Spaß, den man sich leisten können möchte, muss. Ich habe mal auf der Webseite nachgelesen, da drin enthalten ist ein 140 € Ferienpaket. Und da fragt ihr euch, was ist denn da drin? Da ist Bettwäsche, Handtücher und die Endreinigung mit drin. Ja, also Reinigung, klar, das kostet natürlich was.
Bettwäsche, Handtücher kostet auch was, ne? Muss immer gereinigt werden. Die sind auch also von der Qualität sehr schön, aber ja, das ist halt immer, das macht es halt auch sehr teuer, ne? Gerade wenn man jetzt nur ein Wochenende hier ist, muss ja trotzdem gereinigt werden. Also ja, vielleicht bleibt ihr gleich länger. Dann lohnt sich das mehr. Das ist halt einfach also man bekommt für sein Geld was Anständiges. Es ist ein cooles Tiny. Vielleicht fahren wir mal zu dem Hersteller hin. Ja. Vielleicht haben die noch andere Tiny Häuser, weil von der Qualität und vom Gebauten und vom Grundriss und von den Ideen von allem finde ich es richtig gut. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Vielleicht fahren wir da mal hin und gucken uns nochmal andere an. Ja. Das würde sich wahrscheinlich lohnen. Mich würde auch mal interessieren, was so ein Tiny House kostet. Das stimmt. Ja, also wenn ich den jetzt sagen würde, oh, das würde ich gerne kaufen, gefällt mir gut. Ja. Was würdest du schätzen, was das hier so kostet? Also jetzt im Vergleich zu den anderen, weil wir sie gesehen haben, 70? Ja, hätte ich auch so geschätzt. 70.000 vielleicht, ja. So, genau. Ja, das machen wir. Wir fahren da nochmal hin und fragen die nochmal aus, ob die, wenn wir die finden, wenn es die gibt. Naja, nichtsdestotrotz. Also, vielleicht im nächsten Video dann die Vorstellung der Firma, die diese Tiny Häuser baut. Wenn dem nicht so ist, dann sehen wir uns an anderer Stelle. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Vielleicht nicht mehr in Tiny Häusern, wir wissen es noch nicht so genau. Seid gespannt. Marco weiß wieder mehr als ich. So. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Angucken, Leute. Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Video. Macht es gut. Vielen Dank fürs Angucken. Ciao. Ach so, ja. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ne, das wird noch spannend. Es wird unfassbar spannend. Wer hat das noch nicht abonniert?